So, es geht weiter mit Disco Elysium. Wir haben uns schick gemacht, wir haben neue Erkenntnisse gesammelt und wir sind endlich an dem Punkt, wo der Raucher war. Und das heißt, wir werden jetzt vielleicht seine Wohnung finden. Ich bin bewaffnet mit einer Brechstange und werde ihn den Garrosh machen. Lul. Jemand hat Rosmarin, Thymian und einen Kaktus angepflanzt. This door is made of metal and appears to be reinforced. Someone here really values their security. Number 28. This is where the cleaning lady said the smoker on the balcony lives. Let's see if anyone's home. Knock on the door. Du klappst. No one answers. Looks like the young man we are looking for isn't home. I think our best chance to catch him is in the evening. We should return tomorrow after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? Sound good? Klingt gut, morgen um 21 Uhr. Tomorrow, 9 p.m., right here. Apartment number 28. Good, let's go. Damn. Turns out it's quite tricky finding someone in a big apartment building. Don't worry. You'll get him. Remember, tomorrow, he's probably gone for today. Okay, schauen wir in unser Notizbuch mal rein. Der Rauch auf dem Balkon. Suche Wohnung 28 nach 21 Uhr auf, um nachzusehen, ob jemand zu Hause ist. Das ist eine zeitliche Angelegenheit. Das ist die Tür von Wohnung 29. Bei der Gestelle. Es ist niemand zu Hause. Wohnung 30. Stimmen dringen aus dem Inneren. Sie singen ein beschwingliches Tanzlied. Mit. Da drüben liegt jede Menge Scheiß. Ja, dann gehen wir wieder, ne? Aber hier ging es ja auch nicht weiter, soweit ich mich erinnere. Ach, das ist die Stelle. Am Hafen. Ich erinnere mich. So. Das heißt... Besorge dir ein trauriges Lied auf Tonband. Erkunde die Geheimgänge, gelange in den Geheimgang. Wer hat die Polizei das Verbrechen gemeldet? Das sind wahrscheinlich die Choice-Informationen zum Lynchmord. Genau, da brauchen wir den Ausweis. Bezahle die Schäden. Untersuche die Leiche des Opfers. Untersuche die Leiche im... Ja, das ist eine Voruntersuchung. Du musst bloß deinen Brechreiz unterdrücken und dich ihr nähern. Da die, genau, die Bohlkugel. Finde Alkohol und trinke ihn. Das könnten wir vielleicht mal machen. Alkoholisches Getränk, Commodore Red. -1 Moral plus 1 Konstitution. Eine große purpurrote Flasche mit zuckersüßem Billigwein. Hergestellt aus Armut, Zucker und künstlichen Geschmacksverstärkern. Vage Erinnerung an etwas namens Trauben. Ja, dann trinken wir den mal.
Well, hello. Someone seems to have found himself a bottle of alcohol. Here's where the magic happens. Du siehst dir die Flasche an. Light reflects off the green glass of the Commodore red. The gods have been generous. Better pop it open before they change their minds. Wow, the gods of mass production have made this alcohol container laughably easy to open. A child could have done it. Ja, komm, ein Schluck geht. Aber es ist erst 14 Uhr. Nein, 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 das werde ich bleiben lassen. Ich will nicht den Gedanken. Fine. We're not worried. You'll crawl back to this bottle soon enough. We'll give you another chance. Booze always gives you another chance. You've passed up your chance to start drinking alcohol for now. But don't worry. The option to start drinking becomes available again in 2 hours. Ah, okay, man hat es also nicht immer. Ja, jetzt ist halt die Frage, was können wir hier noch machen, ne? Ich könnte halt mit den Dingsbums reden, ne? Ich könnte die Tür klingeln, stumm klingeln. Yes? Frage ist jetzt halt. You see a heavy steel door with a... Der weiß ja auch nicht, worum es da geht. Wie kann ich denn jetzt Zeit verplempern? Ist der neu? Nichts geht über Geld. Der Typ hat doch einen Schlüssel, ne? The worker is in a deep slumber. Perhaps he's on his way to where you just came from, into the primordial darkness. Den Ausweis des Hafenarbeiters stehlen. Noch bin ich nicht an dem Punkt, dass ich darauf zurückgreifen wollen würde. Wir haben auch kein Lied, ne? Oh Mann, okay, jetzt ist es langsam ein bisschen kritisch. Der Raucher ist erst morgen wieder da. Wir sollten auf jeden Fall ein bisschen Zeit vertrödeln. Es wird pissen. Ab es dann wird pissen zwischen Frage Kim und nach, wenn die erste Untersuchung der Leiche abge... Ja, dann gehe ich da nochmal hin, oder? Aber ich habe jetzt die Plastikdinger hier an. Wie kann ich denn meinen Brechreiz... Wir gucken mal. Das ist schon wichtig mit der Leiche. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Ja, ich mach das einfach mal. The smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you'd expected. More fever than odor. It fills your mind, flushing you from within. Du lässt es raus. You feel a great force ringing from your stomach. Your body curls and pushes it out, burst by burst, until a pool of vomit lies under your feet and your throat stings from the stomach acid.
The smell of Commodore Red rises from the pool. Among it, distilled spirit and bits of shish kebab. Es tut mir leid. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Danke, du wischst den Mund ab. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Gut, aber woher bekomme ich Ammoniak? That young woman, the gardener, mentioned she used salts for the smell. If she doesn't have any, there might be some in the fridge store nearby. Acquiring ammonia will provide a modifier to the wipe check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Okay. So, dann gucken wir mal. Untersuche die Leiche. Besorg dir bei der Gärtnerin oder eine Fritti-Filiale Ammoniak. So erträgst du es besser. Na gut, dann machen wir das. Interessant. Also langsam komme ich da dahinter, was das Alleinstellungsmerkmal für das Spiel ist. I can't believe it's snowing again. It felt like springtime just a few days ago. Haben Sie immer noch Ihre Salze? Ich glaube, die könnte ich gut gebrauchen. Sure, I'm done with them. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Ich muss los. Genau, jetzt können wir die Leiche untersuchen. Wir haben hier jetzt Rückschrift, das der Lieutenant kürzlich gegeben hat, eine Ecke mit Spitze und dem winzigen gestickten Aufdruck Papier verziert. Ein dünnes Glasröhrchen mit einem Baumwollnetz, das verwendet wird, um Ohnmachtsanfälle zu behandeln. Hergestellt von Pharmaceutics Pharmaceutics, Hinweis. Dies ist ein Gegenstand, den für einen Auftrag brauchst. Du musst ihn nicht anlegen, um ihn zu verwenden. Es reicht aus, wenn er sich im Inventar befindet. Oh, okay. Gut, dann machen wir das mal. Gummihandschuhe habe ich an. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Okay, dann machen wir das nochmal. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your ducts. You manage to keep it in once. The second time, not so much. When the vomiting is done, your cheeks are wet with tears. Verdammt. Das Ammoniak hat ja gar nicht geholfen. Nor does the wind right now. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. Warum kann ich es nicht einhalten, wenn ich schon mein ganzes Leben Polizist bin? I've seen captains puke their guts out. It never gets easier. You never get used to the smell. Every Monday is cadaver day. Throw up, investigate. Throw up, initial autopsy. Throw up, baguette. Er klopft dir wieder auf den Rücken. Then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight enough. Ihnen scheint das nichts auszumachen. I think I've lost my sense of smell. Not being hungover helps too.
Können wir denn nicht etwas anderes machen? Ich glaube, ich will jetzt gerade etwas anderes lösen. That's probably a good idea. Clear our head. But before we can do that, you need to get your shit together. Boah, das ist aber sehr direkt. In Ordnung. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize it for special bonuses and effects. Give it half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. Okay, also ich kann jetzt hier... Schließe den Gedanken volumetrischer Kackkompressor ab. Okay, ich habe aber langer einsamer Heimweg schon gemacht. Dann machen wir das. Ah, das ist interessant. Das ist Verbleiben 59. Dann kriege ich eine Enzyklopädie. Und hier Forschungszeit 30 Minuten. Dein Scheiß ist aus den Fugen. Und das ist sowohl eines Bullen als auch eines Menschen unwürdig. Dein Scheiß sollte genau das Gegenteil sein, nämlich beisammen. Schön ordentlich und auf einen kleinen Bereich verdichtet, um ein anständiges Scheiß-Kompressionsniveau zu erreichen. Solltest du deinen Arschbacken für 30 Minuten zusammendrücken. Tu das gleich mit deinen beiden Gehirnhälften. Rede mit Leuten, vielleicht hilft das. Ja, also mit den Gören werde ich nicht reden. Mit wem können wir denn reden? Vielleicht mit ihr nochmal? I can't believe it's snowing. It felt like springtime just a few days ago. Hello again, sweetie. Reden wir nochmal mit ihm? Can I help you? Gerade mir ist hier im Würling eine Sache aufgefallen. Eine Sache, über die ich mit Ihnen reden muss. What thing? Hinten in der Küche befindet sich eine geheimnisvolle blaue Stahltür. Oh, yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. Wissen Sie, was sich dahinter befindet? Verfügen Sie über... No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a frit warehouse, probably. Okay. Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Junk and dust. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Ich glaube, Sie wissen gerne, was sich dahinter befindet. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. So, I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Ich habe ein Schild gesehen, auf dem stand, dass die Kantine für die Gewerkschaft reserviert ist. Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time.
We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. Wie wollen wir sie finden? We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even striking men. If not today, then they'll be here tomorrow. There are these things called days. You sleep between them. He's saying they'll come after you've slept. Just making clear you got that. What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Übrigens werde ich im Karaoke singen. Absolutely out of the question. Absolutely in the question. First we find a sad banger. Then we sing this place to shit. Ja, wir machen jetzt keinen Drink. Gerade hat die erzählt, dass sich im Kantine des Whirling Rage eine Gruppe umgehobelter Werkstätter. Für heute sind sie nicht da, aber irgendwann werden sie wohl auftauchen. Halte nach ihnen Ausschau. Tja, das Einzige ist halt noch das hier, oder? Minuten. The tear machine stands in the... A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Haben Sie zufälligerweise Ammoniak? Yeah, there's like an ampule somewhere. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. The bottles wink at you in the light. The smokes too glitter in their wrapping. It's like looking into a kind of heaven. Your knees are weak. There, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Das ist kein guter Ort für einen auf dem Weg der Besserung befindlichen Suchtkranken. Guess not, no. Oh, habe ich das laut gesagt? I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. Intellekt minus Gesundheit. Right to work! Right to work! Shame on you! Sie haben nicht zufällig irgendwelche Tipps, wie man einen Typen K.O. schlagen kann, oder? Zum Beispiel einen echt großen Rassentheoretiker, der einen Knopf bewacht? Not before you get in there and get your ass whooped.
Learn by failure, I always say. Ja, danke. He might have some advice, but you got to at least try to fight Measurehead first. Return if you fail. Oh, come on, nee. Ich soll gegen den kämpfen? Vielleicht haben wir ja den Schlüssel. Warte, jetzt hol ich den Schlüssel mal. The worker is in a deep slumber. Ich probier's mal. Your fingers find their way into the shackle, flicking open its spring-loaded gate. The metal loop holds the plastic ID and a leather-bound pocketbook. Und der Mann? The man emits a loud snore. Is he about to wake up? Doesn't look like it, but you never know. Better be quick. Du schließt den Karabiner. The sleeping dock worker has little to say about your actions. He remains silent. The worker is in a deep slumber. Ich könnte ihn aufwecken, ne? Jetzt habe ich natürlich den Ausweis nicht mitgenommen. Was war der Ausweis, ne? Es ist nicht der Schlüssel gewesen. Hatte der nicht einen Schlüssel? Ich weck den Typen mal auf. There is only one way to wake this bone idol from his slumber. Roar like a hurricane. Rip the buildings from the earth. Wachen Sie auf! Das ist ein Befehl! Ich vertrete das Gesetz! Why the yelling, man? Looks like a sow descendant. A lot of sow dock workers around. Sind Sie am Leben? Ich dachte, Sie hätten den Löffel schon abgegeben. Wait, what? I was just sleeping. What do you want, officer? Warum schlafen Sie hier, während die anderen da draußen streiken? They got it. Majoret's got it. He's guarding the gate. Or just getting some sleep. Or was. Wer hat den Streik organisiert? We are. The workers. The union. We know what we need. What's right for us. Heißt das, es gibt keinen Anführer? Okay. I guess there's also Everard. He's in charge of the union. He's smart. Knows how to negotiate. He's got our back. Was ist mit der Leiche im Hof? Yeah, what about it? Ich versuche nur herauszufinden, was Sie darüber wissen. You know, people die here every day. Someone's found in a ditch, another one falls in a manhole, a third one gets eaten by stray dogs. If someone has decided to die on top of a tree, then how is it my concern?
Jemand muss dazu Ermittlungen anstellen und es sieht so aus, als ob ich dieser jemand bin. Sagen Sie mir also, was Sie wissen. I can tell you this. Trouble's ahead. Was für Ärger. You heard what I said. Draw your own conclusions. That's all I know, and I prefer to keep it this way. The lieutenant gives you a little nod, then makes a note in his blue notebook. So Union people think he was a killer, he thinks. Even sleepy hair. This doesn't help a lot, but it's something. Good work, detective. Ist das Ihrer? Sie zeigt auf die Flasche und die Rumlache. Indeed. Help yourself to some. Wait. No. Oh, it's empty. Sorry about that, pal. Will ich wissen, was mit White Pines ist? Eigentlich nicht. Na gut, ich lasse sie mal schlafen. The dock worker doesn't answer. His head is already back down on the table, in sweet sleep. The worker is in a deep slump. Wir haben nichts herausgefunden. Es ist 15 Uhr. Hier waren wir noch nicht drin. Ne? Stimmt. Wir haben mit ihr noch nicht gesprochen. Geschenkbücher und geschmolzene Süßigkeiten. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. Ja, ich würde jetzt nicht wissen, was er mit den Büchern auf sich hat. Du siehst dir die Bücher an. Rows and rows of Hyundai men blur your vision. You make out some titles. Man from Hyundai and the Mammoth Riders. Man from Hyundai, Return to Hyundai. And the solipsistic Man from Hyundai and the Hyundai Man. Meine Güte, wie viel gibt es denn davon? Maybe 100. Man from Hyundai and the sages at the end of the world. Man from Hyundai and the false god. Man from Hyundai and the scorched earth. Man from Hyundai, the Hyundai colonies. Man from Hyundai and the swamp beast. Man from Hyundai and the snow crabs. Waren das alle? Not even close. Man from Hyundai Oh in God. hell. Man from Hyundai and the forest of slaves. Man from Hyundai under the lake. Man from Hyundai, Hyundai burning. There's even the trial of death. A pastoral combat gamebook set in the world of Hyundai Man, and so much more. Schmerzgrenze. Spricht mich eins dieser Bücher an. A twinge at the back of your head makes you flinch. Your eye starts twitching. Was ist das? Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular man from Hyundai in chains, kneeling in front of a staircase leading to a throne. A woman sits on the throne, leering at the man. She's laughing at him, belittling him. Between the throne and the Hyundai man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The title reads, Man from Hyundai and the Devil Woman. Interessant. The display rack before you is burdened under piles of Man from Hyundai novels. $9 oder 9 Reale kostet das? Nee, das kaufen wir nicht. Wir sind doch sowieso pleite. Wir sollten nicht irgendwelche Scheiße, irgendein Plunder ausgeben. Alte Sportmagazine, versteckt in einer dunklen Ecke. Eine Rezeptsammlung der Nationalgerichte Adas in allen
Ist Seeforelle enthalten. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Du siehst dir den Stapel mit Wirral-Produkten an. An endless variety of source books, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. Books in a board game section? Who wants to read books? Spricht mich hier irgendetwas an? There's a box that says Wirral, 3rd edition mega setting supplements module. The side panel notes, a fantastique adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 real. That price is steep, but then it's the 3rd edition mega setting supplement, so it makes sense. Ich werde mir jetzt ja auch keine Spiele kaufen. Die sprechen wir gleich. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Was befindet sich hinter diesen Vorhängen? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. She speaks almost as if she's trying to put a spell on you, urging you to buy more books. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Du untersuchst das seltsame kegelförmige Ding. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. Hä, das gibt doch gar keinen Sinn. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Und wer sind die Seminesen? Inhabitants of Ile de Fantôme, the Seminine Islands down south. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut before you. Du ignorierst die Vorhänge fürs Erste. Ja, wir werden da jetzt nicht einfach... Also wir respektieren das erstmal, aber... Was gibt's hier? These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. A couple of spook novels hide amidst all the detective books. Thrilling tales of spycraft and daring-do. Siehst du die Bücher an? Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Klar doch. You see Dick Mullen on the job. Get Me Mullen. The Stalwart Adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the Murder in the Orchard. The Sordid Affair of Dick Mullen. Oh Gott. A killing is declared. Dick Mullen in the murder house.
The final case of Dick Mullen. An obvious lie. Dick Mullen in the clock tower. The ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen's funeral pyre. The murder of Dick Mullen. Dick Mullen stirbt? Oh no, turns out he faked it to solve a case. Gibt es noch mehr? Yes, there's also the dame who did it. Farewell, my Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The morbid tales of Dick Mullen. A dark tide turns. Tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. In order to catch a murderer, Dick Mullen must become the murderer. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Ja, versuchen wir. Wer ist Dick Mullen? Your quick eye notices a small caterpillar crawling across the spine of a book. The title reads, Dick Mullen and the Mistaken Identity. Was haben wir denn da? Eine Verwechslung? A worn paperback from Dick Mullen's classic hard-boiled phase. The premise seems to be that Dick Mullen is framed for the murder of his best friend and has just a few days to prove his innocence. Warum spricht mich das an? Could it be the motifs of unstable identities and shocking betrayals? Das könnte stimmen. Schließlich bin ich ein komplizierter Typ. Total widersprüchlich. Then this is the book for you. Ah, nee, viel zu teuer. Volumetric shit compressor. Bizarre scientific news from Rivershore West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were thought to exist only at the center of collapsing stars, not law officials. It remains to be seen how long the shit singularity lasts. Alle weißen Würfelproben für Ausdauer freigeschaltet. Deren Grenze für Ausdauer 4 erhöht. Boah. Ja, komm. Das wäre ja dann unser Heimweg, ne? Freischalten. Ach, vergessen. Nee, vergessen will ich nicht. Wait. Ach so, anhalten ist das. Das heißt, das Ding wird jetzt weitergemacht. Es ist das große Buch der faschistischen Magie, ziemlich offenherzig. Eine altmodische, aufgemachte Bildbroschüre, sehr farbenfroh. The plaque on the shelf reads, Biographies of Famous People. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Jetzt siehst du die Bücher an. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important or relevant. It's all just vapid egoism. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, the tragic true love story of Jacob Irv and Alfie Delatraz, by one Cecilia Averbrook. Worum geht es da? High Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover.
Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Next to that, Rivasholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a run-down drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime and ruining cops' days. I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse, though, but not too long. Ja, das macht Sinn. Habt ihr das früher auch gemacht, dass ihr... Also ich habe das immer bei den lustigen Taschenbüchern gemacht. Die gibt es ja tatsächlich immer noch. Mit Entenhausen und so. Die habe ich früher mal sehr, sehr gerne als Kind gelesen. Und da war es oft so, dass ich da immer schon die Kapitel angefangen habe im Laden zu lesen, statt mir das Buch zu kaufen. Oder auch bei Videospielmagazinen. Da war es auch sehr oft, dass ich immer durchgeblättert habe und dann ja, die interessantesten Sachen halt einmal direkt mit aufgeschnappt habe. Aber naja. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Ende. Ja, Ende machen wir hier auch, würde ich sagen. Mit dieser Folge. Es scheint so, dass man tatsächlich Gespräche führen muss, damit die Zeit schneller vergeht. Das ist interessant. Ich gucke mal eben, was wir hier haben. Untersuche die Leiche des Opfers. Das können wir jetzt machen. Das werden wir, glaube ich, auch beim nächsten Mal machen. Auf jeden Fall. Langsam verstehe ich, wo das Spiel hingehen möchte. Zu seiner Außergewöhnlichkeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.